Was hat ein wütender Plattenproduzent, der droht, eine Band mit einer Machete anzugreifen, mit einem der wichtigsten Neo-Prog-Alben der 80er Jahre zu tun? Warum benennt eine britische Rockband ihr mit Spannung erwartetes Album nach einem zynischen Slangwort amerikanischer Soldaten aus dem Vietnamkrieg? Und wie überlebt man als blutjunge Band den Fluch des schwierigen zweiten Albums, wenn das Label Druck macht und die Songs noch gar nicht geschrieben sind? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute tauchen wir tief in das Jahr 1984 ein und knöpfen uns einen echten Meilenstein vor. Fugazi von Marillion. Wenn ihr Fans von richtig guter Rockmusik seid, dann lasst jetzt schon mal ein Abo da. Nach dem gigantischen Erfolg ihres Debütalbums Script for a Jester's Tear im Jahr 1983 war Marillion plötzlich die Vorzeigeband des Prog-Rock-Revivals. Die Erwartungen an das Nachfolgewerk waren astronomisch. Fugazi erschien schließlich am 12. März 1984, kletterte bis auf Platz 5 der britischen Charts und holte Goldstatus. Aber Leute, die Entstehung war ein absoluter Albtraum. Marillion hatte für das Debüt ihr gesamtes Material aufgebraucht. Als sie im November 1983 ins Studio des Milliardärs Richard Branson gingen, mussten sie fast bei Null anfangen. Die Arbeitsweise der Band glich einem Puzzle. Sie schrieben einzelne musikalische Fragmente und versuchten dann mühsam, sie zusammenzusetzen. Dazu kam noch ein dramatischer Personalwechsel. Der Schlagzeuger des ersten Albums, Mick Pointer, flog raus und nach einigem Hin und Her übernahm Ian Mosley die Drums. Erinnert ihr euch noch an die Frage vom Anfang? Das Album kostete am Ende unglaubliche 120.000 Pfund. Der Zeitdruck war so enorm, dass die Band teilweise in 2 Studios gleichzeitig arbeitete, um überhaupt fertig zu werden. Das führte zu so viel Stress und terminlichen Überschneidungen, dass ein verärgerter Produzent, dessen Studiozeit sie überzogen, ihnen allen Ernstes drohte, sie mit einer Machete anzugreifen. Das Artwork stammte übrigens wieder von Mark Wilkinson, der hatte schon bei Script for Jester's Tear das Artwork entworfen. Im Gegensatz zum düsteren Debüt ist das Cover von Fugazi aber viel heller. Frontman Fish nannte das Cover damals passend einen sauberen Säuretrip voller kryptischer Details, Dämonen und Anspielungen auf den Vietnamkrieg. So, genug geschwafelt. Lasst uns nun über das Wichtigste sprechen, die Musik. Ich habe 4 markante Lieder herausgesucht, die meiner Meinung nach dieses Album definieren. Wir starten direkt mit dem Opener, Assassin. Das ist ein 7-minütiger Trip, der sofort klar macht, dass Marillion keine bloße Genesis-Kopie ist. Der Text von Sänger Fish ist eine messerscharfe Abrechnung. Es geht um Rufmord, verpackt in cleveren Metaphern über Kriegsführung. Viele Fans und Kritiker gehen davon aus, dass Fish hier den Rauswurf und die Streitigkeiten mit dem Ex-Drummer Mick Pointer verarbeitet. Musikalisch schreibt der Song unglaublich an. Getragen von den schrillen Synthesizern von Mark Kelly und den treibenden Drums des neuen Mannes Ian Mosley. Weiter geht's mit der ersten Single-Auskopplung des Albums, Punch and Judy. Lasst euch von dieser fröhlichen, fast schon tanzbaren Melodie nicht täuschen. Der Song behandelt ein extrem düsteres Thema, nämlich häusliche Gewalt und zerrüttete Ehen. Der Titel spielt auf das klassische, recht brutale britische Puppentheater an, in dem die Figur Punch seine Frau Judy schlägt. Die kurze, knackige Single schaffte es in die Top 30 der UK-Charts und brachte Marillion sogar einen Auftritt in der legendären Sendung Top of the Pops. Und kommen wir nun zu einem meiner persönlichen Favoriten und einem völlig unterschätzten Juwel. Jigsaw. Hier zeigt sich die emotionale Tiefe der Band. Fish singt mit sanfter, aber kraftvoller Stimme über eine angespannte Beziehung, die sich trennt, immer wieder zusammenkommt und bei jedem Neustart, wie bei einem Puzzle, ein paar Teile für immer verliert. Ein absolutes Highlight ist hier das Gitarrensolo von Steve Rothery. Viele Fans sind sich einig, dass dieses Solo seine wesentlich bekannteren Soli auf die späteren Hits wie Kayleigh locker in den Schatten stellt. Es ist die Quintessenz des Marillion Sounds. Den krönenden Abschluss bildet der gigantische Titeltrack Fugazi. Und hier lösen wir auch die zweite offene Frage auf. Was zum Teufel bedeutet Fugazi? Frontman Fish erklärte, dass es sich um einen amerikanischen Slangbegriff aus dem Vietnamkrieg handelt. Es ist ein zynisches Akronym für Fucked Up,
got ambushed, zipped in. Auf Deutsch etwa, alles ist verkorkst, wir sind in einem Hinterhalt geraten und werden im Leichensack heimgeschickt. Der 8-minütige Song ist ein musikalisches Meisterwerk der urbanen 80er Jahre Paranoia. Er ist perfekt in verschiedene Abschnitte unterteilt. Erst ein atmosphärisches Klavier, dann treibende Bass- und Schlagzeugparts, bis er in einem triumphalen, fast theatralischen Marschrhythmus gipfelt. Fish kritisiert explizit den Zustand der Welt, stellt die Frage, wo die Propheten und Poeten geblieben sind und ruft fast schon verzweifelt: Do you realize this world is totally fugazi? Ist euch klar, dass diese Welt komplett im Eimer ist? Ein Protestlied, dessen Text heute fast noch aktueller wirkt als 1984. Fugazi ist ein Album, das aus Chaos, extremem Zeitdruck und aus einer beinahe Machetenattacke geboren wurde. Und doch, oder vielleicht gerade deshalb, ist es ein unsterblicher Meilenstein des Neo-Progressive Rock. Wenn ihr heute etwas Neues gelernt habt und mehr solcher Albumanalysen sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, vielen Dank dafür und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Klickt meinetwegen auf die Glocke, damit wir uns beim nächsten Mal direkt sehen. Bis dahin, macht's gut, Leute.